Für mich ging es eigentlich immer schnurstracks in die Richtung, dass ich irgendwas mit Gestaltung zu tun haben will oder mit Malen oder mit Zeichnen. Dann ist irgendwann das Graffiti dazu gekommen, über einen Freund, den ich kennengelernt habe, das Sprühen, Straßensprühen, draußen sprühen, also legal, illegal, also die komplette Bandbreite, ist dann sozusagen auf die Zeichnung gestoßen und hat sich vermischt. Kunst ist für mich auf jeden Fall auch die Möglichkeit, Vorstellungskraft zu provozieren. Und was ich auf jeden Fall absolut wertvollen Moment finde, überhaupt im Leben, wenn die Vorstellungskraft provoziert wird und motiviert wird und angeregt wird. Wo Bilder entstehen können, die einfach traumähnlich funktionieren, im Unterbewusstsein anfangen eventuell zu arbeiten, wodurch man selber eventuell auf andere Ideen kommt oder andere Entscheidungen dann trifft. Also ich denke auf jeden Fall, dass Kunst verändern kann. Auf jeden Fall denke ich, dass es arbeitet, dass Kunst auf jeden Fall mit der Psyche des Menschen arbeitet und arbeiten kann, auch dafür da ist. Man kann da ein bisschen rumschieben teilweise. Ja, und gucken, was das so auslöst. Wenn es nichts auslöst, dann kann man es auch lassen. Ne, das mit dem Baumstamm steht. Das ist schon gut. Ich mache so lange an den Bildern rum, bis ich sie nicht mehr zum Kotzen finde. Weil oft man sieht manchmal was und sofort dreht einem sich der Magen um. Und das versuche ich zu vermeiden. Aber meistens sehen meine Bilder am Anfang richtig schlimm aus. Kann man hier zum Beispiel sehen. Total schrecklich. Ich habe immer mindestens 5, 6, 7, keine Ahnung, 10 Bilder, die alle noch unfertig sind, offen, noch fertig zu malen und die alle noch bearbeitet werden wollen. Und habe dann sozusagen offene Baustellen, wo überall wieder reingegangen werden kann und drin gearbeitet werden kann. Und wo ich auch weiß, die sind noch nicht fertig, die dann teilweise nach 1, 2 Jahren oder so irgendwann ihren letzten Moment abkriegen, wo dann irgendwas passiert, alles klar, zack und jetzt nicht weiter und dann ist es endlich fertig. Ich muss die ganze Zeit ausprobieren, suchen, rumexperimentieren, Fehler machen, gegen irgendwelche Wände rennen, das anders machen, übermalen, merken, okay, so geht's nicht und dann merken, okay, in die Richtung könnte es funktionieren. Bei dem zum Beispiel, es könnte eigentlich schon fertig sein, aber seit einer Woche oder so gucke ich immer drauf und guck. Sozusagen versuche herauszufinden, ob die Atmosphäre so stimmig ist und ob das Bild ist, was es sein will. Also wo ich denke, okay, das ist eine runde Geschichte sozusagen, wo man auch nichts mehr machen kann. Also der Moment, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt ist wirklich, das Kapitel kannst du abschließen, so ist gekommen, so, das merkt man dann auch.